In Syrien geht es um eine echte Transformation. Ich gebe Ihnen einige Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen, in denen wir in Syrien arbeiten. Das erste Beispiel im Bereich Wohn-, Land- und Eigentumsrechte. Hier haben Millionen Syrerinnen und Syrer in den vergangenen Jahren durch Vertreibung, Flucht, Zerstörung und die Vernichtung von Grundbüchern ihre Nachweise verloren, mit denen sie Eigentumsrechte geltend machen können. Wir haben in den vergangenen Jahren viele dieser Nachweise sichern können, mit Unterstützung zivilgesellschaftlicher Partner, und digitalisieren diese und sind jetzt vor Ort, um Betroffene zu beraten und die Regierung bei Reformen zu unterstützen. Das zweite Beispiel ist ein Beispiel aus dem Bereich Wasserinfrastruktur. Da gibt es eine Provinz im Nordwesten des Landes, sie nennt sich Afrin, und dort haben wir einen beschädigten Bewässerungskanal rehabilitiert und eine Pumpstation. Und durch diese Rehabilitierung werden heute 10 Dörfer und ungefähr 370 Grundbesitzer wieder mit Wasser versorgt. Das heißt, lange brachliegende Flächen können wieder bewirtschaftet werden, und für die Farmer und Farmerinnen dort heißt es, dass sie wieder Zugang zu Einkommen haben. Und das Schöne an dem Projekt ist auch, dass es als technisches Projekt begonnen hat und heute aber kurdisch und arabisch geprägte Gemeinden in dieser Provinz Afrin verbindet, weil eben alle von der Wasserversorgung profitieren. Das dritte Beispiel kommt aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung. Hier haben wir seit 2016 etwa 7.000 Arbeitsplätze geschaffen und erhalten und damit dazu beigetragen, dass das Gesundheitssystem im Nordwesten und Nordosten des Landes aufrechterhalten werden konnte. Wir unterstützen vor Ort die Gesundheitseinrichtungen mit Infrastruktur, Equipment, Weiterbildung und Gehältern für das Personal. Seit 2020 haben wir 6.700 Personen qualifiziert, medizinisches Personal, und mit unserem Engagement insgesamt dazu beigetragen, dass ungefähr 210.000 Operationen möglich waren, darunter auch lebenserhaltende. Ein weiteres Beispiel kommt aus dem Bereich der Berufsbildung. Hier hat der syrische Bildungsminister Deutschland und die GEZ angefragt, bei der Reform und dem Wiederaufbau des syrischen Berufsbildungssystems zu unterstützen. Und das hat er auch deshalb gemacht, weil er selber lange Jahre in Deutschland gelebt hat. Und nun planen wir in Syrien eine Kooperation zwischen Deutschland und Syrien, und die GEZ wird ein Projekt umsetzen in Kooperation mit der deutschen und der syrischen Privatwirtschaft, um junge Syrerinnen und Syrer so zu qualifizieren in handwerklichen Berufen oder für die Industrie, dass diese tatsächlich sich jetzt auch am Arbeitsmarkt gleich beteiligen können beim Wiederaufbau des Landes.